Ja, moin liebe Leute, willkommen auf meinem Kanal. Einige von euch werden sich vielleicht wundern, bin ich jetzt richtig hier? Was ist denn das für ein Thema? Was hat das mit Elektromobilität zu tun? Ja, das stimmt. Ich bin heute mal viel politischer unterwegs, als ich es sonst bin. Und ja, der Grund dafür ist ein für mich wichtiger. Und zwar geht es um etwas, was die Energiewende und uns alle betrifft. Ja, der Grund, warum ich dieses Video mache, ist die Stromsteuer. Die Stromsteuer macht im Moment das Heizen mit der Wärmepumpe teurer und sie torpediert den Kostenvorteil von Elektroautos und sie ist auch bei vielen anderen Sachen nicht gerade hilfreich für uns. Und alle jammern, dass es da keine Möglichkeit gäbe, wenn die Stromsteuer wegfallen würde, müsste das gegenfinanziert werden und dabei liegt die Lösung eigentlich auf dem Tisch vor unserer Nase und ich verstehe nicht, wie man da nicht drauf kommen kann. Also ja, was es ist, wie die Gegenfinanzierung aussieht und meine Lösung dafür, das könnt ihr in diesem Video angucken. Ja, wir haben alle einen neuen gemeinsamen Feind, die Stromsteuer. So, und jetzt kurz, die Stromsteuer ist im April 99 eingeführt worden, damals noch ein bisschen anders benannt, ich glaube Ökosteuer. Und die Idee war, damit leiten zu können, also Stromverbrauch im Prinzip teurer zu machen, damit wir weniger Strom verbrauchen. Ähm, Damit wurde dann auch eine Beitragserhöhung der Rentenversicherungsbeiträge vermieden und dieses Geld ist also dann seitdem jeher in die Rentenversicherung geflossen und das tut es noch heute und das hat auch funktioniert soweit. Und heute ist dann nur die Situation eine andere. Heute wollen wir ja die Strompreise senken, weil wir durch die Energiewende natürlich eine ganze Menge Strom brauchen. Und dann ist dieses Ganze von früher, hat sich jetzt ins Gegenteil gedreht. Und ja, jetzt kurz, was würde uns das denn bringen, wenn wir die Stromsteuer senken würden? Das würde erstens eine direkte Entlastung aller Haushalte bringen. Nicht nur der Privaten, also würde auch der Unternehmen, aber hauptsächlich, ich rede jetzt mal von uns, von euch und von mir. Wir hätten alle etwas weniger für unseren Strom zu zahlen. Das wäre also direkte Entlastung. Dann wäre das auch eine Inflationsbremse. Würde natürlich nicht alle Probleme lösen, aber wir hätten mehr Geld in der Tasche, weil wir ja halt weniger für Strom ausgeben müssen. Strom ist Energie, energieintensive Produkte, also die ganze Wirtschaft hat weniger Kosten, die auch an uns weitergegeben werden können. Das heißt, es steigt die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und Produkte werden per se erstmal günstiger. Das heißt, das ist dann nämlich auch schon der dritte Punkt, dass die Wirtschaft dadurch gestärkt wird. Und da haben wir eigentlich drei dolle Vorteile und darum wollen wir das auch alle. So, und jetzt sagt der Staat, oh weia, wenn wir das jetzt machen, dann gehen uns hier 9 Milliarden Euro durch die Lappen. Und hier mal kurz, wie sich jetzt diese Beträge dort zusammensetzen, wie diese 9 Milliarden Euro entstehen. Also ich blende hier mal kurz die Rechnung ein, wie diese 9 Milliarden zustande kommen. Also der Steuersatz ist im Moment bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Der EU-Mindeststeuersatz ist 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Also tiefer dürfen wir nicht. Ja, aber das heißt ja im Prinzip, ist ja fast voll weg. Also 1,95 Cent pro Kilowattstunde würden runtergehen. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf den Verbrauch, die Zahlen sind aus 24 oder diese 460 Milliarden Kilowattstunden mal 0,0195 Euro pro Kilowattstunde, da kommt man auf 8,97 Milliarden Euro, also knapp 9 Milliarden. So, da ist erstmal diese Zahl, die lässt sich auch so relativ leicht ermitteln. Ja, und im nächsten Kapitel komme ich dann zur Gegenfinanzierung. Ja, wo sollen sie nun herkommen, die 9 Milliarden Euro? Und da gibt es einen Topf, der mir schon lange, ich sag mal, im Wege ist und vielleicht vielen von euch auch, über den im Moment aber gar nicht gesprochen wird. Ja, ich werfe mal kurz das Wort rein, BEG. Das ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Und das ist ein Topf, da sind in 24, die Zahl für 25 habe ich jetzt noch nicht, aber ähnlich hoch, in 24 16,7 Milliarden Euro drin. Und dieses Geld wird ausgegeben für Heizungs- und Sanierungsförderung. Sprich,
diese berühmten 70% Förderung für Wärmepumpen. Auch wenn das so ein bisschen Augenwischerei-Zahl ist, die wird wohl kaum einer erreicht haben. Aber ja, erstmal ist es da. So, dieses Geld ist also, ich habe hier mal eine Übersicht gemacht. Guckt euch das mal an. Ich bloß, dass ihr erstmal vergleichen könnt, wenn man das jetzt umschichtet, was passieren würde. Also, links seht ihr die Kriterien. Also ich fange oben an. Die Kosten für den Staat sind eben halt diese 16,7 Milliarden Euro. Bei der Stromsteuersenkung kostet es 9 Milliarden Euro. Die Art der Kosten, das BEG ist also eine direkte Subvention, während also eine Ausgabe des Staates. Während bei der Steuersenkung ist es natürlich ein Einnahmeverzicht, also Einnahmeverlust des Staates. Wirkung ist natürlich dieselbe. Nur auf wen sie wirkt, und das ist in der nächsten Zeile, die Heizungs- und Sanierungsförderung geht gezielt nur auf Immobilienbesitzer oder Sanierer. Das heißt, das trifft nur die Leute, die ja, Gebäude besitzen, sage ich mal ganz grob, oder welche bauen. Während eine Stromsteuersenkung für alle da wäre, nämlich auch für die Mieter, nicht nur für die Eigentümer. So, und das Ziel ist eben halt von diesem Heizungsförderungsgesetz, dass eben halt Investitionsanreize geschaffen werden sollen. Das heißt, man soll investieren in Gebäudedämmung, in effiziente Energie, wie Heizung und sowas. Und bei der Stromsteuersenkung wäre es eigentlich eine generelle Entlastung und eine Inflationsbremse. So, und die beiden habe ich jetzt gegeneinander gestellt, weil ich sag mal, ich will jetzt mal so ein paar Punkte aufzählen, weshalb mir dieses BEG-Gesetz gegen den Strich geht. Und deshalb ich glaube, dass man das problemlos und zum Vorteil aller komplett streichen kann. So, also ihr seht, dieser Fördertopf ist erheblich größer als die Steuerlücke, die jetzt die Senkung der Stromsteuer bringen würde. Wenn man das jetzt mal ganz platt sagt, man hätte jetzt eben diese ja, 16,7 Milliarden Euro und jetzt hat man eben halt 9 Milliarden nimmt man in die Steuersenkung, dann hätte man noch freie Mittel von 7,7 Milliarden Euro, die man sicherlich sinnvoll irgendwo anbringen kann, wo auch immer, Schwimmbäder, Schulen, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt kein Politiker aber erstmal hätte man die schon mal im Sack. So, und es würde uns nicht wehtun. Und zwar habe ich da mal so ein paar Teile aufgezählt jetzt, warum das eine, ich sag mal, Win-Win-Win-Situation ist. Und das kommt im nächsten Kapitel. Also dazu nochmal kurz zurück in die Geschichte. Ihr erinnert euch ja bestimmt noch, als im Dezember 23 die Förderung für die Elektroautos auf einmal von heute auf morgen wegfiel. Und ja, was hat uns Käufern das gebracht? Gar keine Nachteile, auch wenn das alle behaupten. Die Reaktionen kamen von den Herstellern. Alle Marken haben fast sofort reduziert und Volkswagen, Audi, Cupra, Skoda, die haben den vollen staatlichen Anteil dieser Förderung einfach übernommen. Und für bereits getätigte Käufe haben sie sogar noch höhere Rabatte angeboten. Mercedes-Benz und Smart haben auch, die garantierten auch die volle Auszahlung des Bonuses, auch wenn jetzt schon, ich sag mal, Autos bestellt waren und die jetzt dann nicht mehr in die Förderung liefern, dann haben die auch in die Bresche gesprungen. Dacia hat so einen eigenen Elektrobonus gemacht und von 10.000 Euro, aber okay. Das hat den Preis nochmal massiv gedrückt bei den Spring. So, und Tesla hat das Model Y, die Preise für das Model Y massiv gesenkt. Also alle sind mit den Preisen deutlich runtergekommen. Und das zeigt irgendwo auch, dass die Förderung bereits eingepreist war. Also mit dem Geld von uns Steuerzahlen wurden die Margen der Konzerne erhöht. Okay, das hat vielleicht auch eine gewisse Wirkung gehabt. Das hat natürlich dann auch die Konzerne dazu gebracht, sich mehr auf die Elektromobilität zu stürzen, weil sie sagen, okay, cool, da ist mehr Geld zu verdienen jetzt. Das wird dann für uns doch interessanter und von daher ist das vielleicht noch nicht ganz so herzuholen. So, aber jetzt bringe ich mal die Überleitung und nehme jetzt mal das Beispiel der Wärmepumpen oder überhaupt jetzt dieser Förderung für die effizienten Gebäude. Da gibt es schon Mitnahmeeffekte. Also Handwerker und Hersteller wissen auch, dass die, ich sag mal, Kunden da nicht mehr so preissensibel sind, weil sie ja wissen, okay, wir stecken ja eh eine hohe Förderung ein und
Von daher, ach, pack noch eine Schippe drauf und dann gucken die nicht so genau hin, was jetzt die einzelnen Produkte kosten. Falsch sogar. Manche denken sogar, oh, ich kaufe ja lieber die teure Wärmepumpe, habe ich ja vielleicht eine bessere, weil jetzt kriege ich sie so günstig. Wenn ich nur eine billigere kaufe, habe ich ja vielleicht im Prinzip Fördermittel verschenkt. Also schieße ich mir selbst ins Knie. So der Gedanke. Und um das einfacher zu sagen, denkt euch mal, ihr kriegt einen 70% Gutschein und jetzt geht ihr ins Restaurant. Ja, bestellt ihr euch eine Pizza für 20 Euro oder ein Steak für 40 Euro. Dann geht ihr dazu und sagt, oh Mensch, 70% auf 40 Euro ist ja viel mehr als 70% auf 20 Euro. Also weg mit der Pizza, nehmt das Steak. Und wenn das dann auch 50 oder 60 Euro kostet, ach, komm mal rein, was soll's. Kommt nicht so auf den Preis an, wir haben ja die Förderung. Und das ist genau so ein Effekt, der sich eben halt im Baubereich, in der Baubranche abspielt, mit dieser ganzen Förderung von effizienten Gebäuden. Davor waren übrigens auch schon lange die Verbraucherzentralen, also dass diese Fördermittel die Preise in die Höhe treiben können und dass man dort immer aufpassen sollte und viele Angebote einholen sollten und dann auch mal sagen, okay, gut, ich erfülle keine Fördervoraussetzungen und sowas kostet das Ganze. Und dann erst ja, die Hosen runterzulassen und sagen, ja, ich könnte doch die Förderung in Anspruch nehmen, weil dann können die den Preis nicht mehr raufschlagen. Also hier ist auf jeden Fall, ich sag mal, das ist für mich so der größte Brocken. Und ja, also deshalb, preislich wird uns das nicht schaden. So, ein weiteres Argument ist, dass wir eigentlich, jetzt ein bisschen überzogen gesagt, wo kommen denn zum Beispiel die ganzen Wärmepumpen her? Gut, es gibt auch ein paar deutsche Hersteller, aber wenige. Also die Chinesen drängen da massiv auf den Markt und auch was die deutschen Hersteller verbauen, sind ja dann zum Teil auch wesentliche Teile, die auch wieder aus China kommen. Oder Thema verlängerte Werkbank, also die lassen sich die Dinger auch in China zusammenbauen und verkaufen sie dann hier. Und das heißt, im Prinzip supporten wir damit auch die asiatische Wirtschaft. Das heißt, unsere Steuergelder werden halt ja, nach China fließen oder so, überspitzt gesagt. Natürlich bleibt auch ein Teil davon hier in Deutschland und ich will das jetzt nicht übertreiben, aber ich denke mal, dass das schon auch ein Punkt ist, der wesentlich ist. So, und das dritte Argument, das ist die Gerechtigkeit. Wir schaffen halt mehr Gerechtigkeit. Denn diese ganzen Fördermittel gehen natürlich nur an die, die auch Gebäude haben, besitzen. Also die wirtschaftlich sowieso schon besser dastehen als viele andere. Und die Hälfte von uns ist Mieter. Und ja, für uns ja, würde das sogar noch bedeuten, nach der Sanierung und nach der Wärmepumpe wird dann eben wahrscheinlich noch die Miete erhöht, weil das ja jetzt moderner ist. Das heißt, sie zahlt doppelt. Mit den Steuergeldern die Förderung vom Immobilienbesitzer und dann noch mit einer höheren Miete das dann geförderte und energieeffizientere Gebäude. Okay, ein bisschen Ersparnis natürlich auch durch gesenkte Energiekosten oder Heizkosten. Also das sind meine Gründe, weshalb diese Förderung kontraproduktiv ist und ersatzlos gestrichen werden kann. Wie gesagt, wir hätten die Vorteile, dass die vorher eingepreisten Preise wieder runtergehen. Wir würden das Geld nicht nach China verschicken und wir würden dadurch auch nicht großartig Arbeitsplätze verlieren oder so. Und wir hätten halt mehr Gerechtigkeit in dem Ganzen. Also weil ja die Umschichtung zur Stromsteuersenkung dann für uns alle zugute käme. Aber da kommt noch was. Ja, jetzt kommt das letzte Argument der Subventionsverteidiger. Ja, aber ohne die Förderung investiert doch keiner mehr, saniert doch keiner mehr. Also das halte ich für falsch. Und zwar aus den besagten Gründen werden die Kosten von sich aus sinken und von daher wird die Investition auch nicht teurer werden. Und dann kommt hinzu, der beste Anreiz, eine Investition zu machen, sind doch die sinkenden Betriebskosten. Das heißt, wenn ich investiere in eine energiesparende Maßnahme oder effizienzsteigernde Maßnahme, dann habe ich hinterher ja gesunkene Kosten und die bleiben bestehen. Also der Anreiz für die Investition ist trotzdem da. Und von daher, ja, könnte man so ein bisschen sagen, naja gut, wenn der Strom billiger wird, dann verballere ich da auch mehr von.
Aber so viel bringt das ja nachher auch nicht. Also das ist ja immer was. Und wenn jetzt eine Heizung alt geworden ist und ja die Neuinvestitionen oder teure Reparaturen anstehen, dann wird die auch ersetzt werden. Und das ist schon immer so gewesen und das ist auch heute so. Und dann nimmt man immer halt natürlich den neuesten Stand der Technik oder das, was eben gerade ausgereift und am Markt ist. Und Wärmepumpenhersteller haben wir jetzt genug und das Angebot ist riesig. Also da können wir uns bedienen. Also das Argument sehe ich da erstmal nicht. Ja, und last not least könnte man ja die eingesparten fast 8 Milliarden Euro ja auch für gezielte Sachen sinnvoll einsetzen, um vielleicht irgendwelche Technologien zu fördern oder auch hier Unternehmen irgendwie in gewissen Investitionen im Bereich erneuerbare Energien oder irgendwie. Also wie gesagt, das ersparte Geld, was oder die weniger Steuern, die wir da zahlen, ja, die kann man ja sinnvoller einsetzen. Also ich denke, ja, ihr wisst, was ich denke. Weg mit diesem Fördertopf. Ja, warum ist jetzt die Stromsteuersenkung so ein tolles Instrument? Weil sie erstens einfach umzusetzen ist und absolut unbürokratisch funktioniert. Überlegt mal den Aufwand alleine für die Bürokratie. Wenn ihr eine Subvention beantragen müsst, dann gibt es sehr viele Hürden zu nehmen. Das ist ein Riesenaufwand, 1 Million Formulare und Voraussetzungen und dies, das, jenes. Also ich habe selbst auch schon KfW-Kredite in meinen Unternehmen aufgenommen und sowas. Ich weiß, also das wird man irre. Das ist ein ganz schöner Aufstand, um an das Geld zu kommen. Und eine Stromsteuersenkung würde sich einfach so umsetzen. Das heißt, die Energieversorger würden auf ihrer Rechnung einfach die Stromsteuer rausnehmen und unsere Preise würden sinken und fertig. Und keiner bräuchte irgendeinen Finger zu krümmen, um da was zu machen. Dazu noch ein kurzer Exkurs. Es gibt tatsächlich auch Ausnahmen von der Stromsteuer. So sind schon sehr energieintensive Unternehmen sowieso schon davon ausgenommen, muss man jetzt auch ehrlicherweise mal sagen. Und ja, ich sag mal, die Bahn zahlt weniger und Schiffe im Hafen zahlen fast nichts. Sie zahlen den Mindestsatz dort. Man hat dann schon so ein bisschen regulierender eingegriffen, weil man will ja, dass die Landstrom nehmen. Also das heißt auf der einen Seite natürlich auch, dass irgendwie fast 99% des Aufkommens dieser 9 Milliarden aus den privaten Haushalten kommen. Das heißt dann wiederum, die Schwerindustrie, die Energie, also die Stahlindustrie und alles, was so richtig Energie braucht, die würde die Stromsteuersenkung eh nicht so, ich sag mal, die würden es eigentlich gar nicht bemerken. Denen muss anders auch geholfen werden, das wird sie auch getan. Aber eben nochmal, wir kleinen Leute, wir würden es sofort 1:1 in unserem Portemonnaie merken. Mehr Geld im Beutel. Ne? Ja, also mein Fazit ist, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn der politische Wille da ist und sich da mal jemand traut, auch ein paar, sag mal, Sachen anzugehen, dann streicht diesen Fördertopf und nehmt die Mittel für die Stromsteuersenkung. Und mit dem, was über ist, macht, was ihr wollt, macht aber irgendwas Gutes, was Sinnvolles. Ich bin letztendlich kein Politiker. Ja, deshalb bin ich jetzt auch mit diesem Video so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgetreten und ich würde auch von euch, ich sag mal, diejenigen, die jetzt den Kanal hier gucken, weil sie mich abonniert haben und Elektromobilitätsthemen erwarten, ja, sagt mir bitte, soll ich mehr sowas machen oder soll ich die Klappe halten und zurück zu Reichweiten und Ladesäulen gehen und mich darum kümmern oder haltet ihr das für interessant? Denn ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Blut geleckt. Ich finde das Thema schon interessant. Obwohl ich eben sagen muss, okay, ich bin politisch natürlich interessiert, aber letztendlich auch ein Laie. Und es gibt Themen, wo ich mich nicht rantrauen würde, weil die sehr komplex sind. Also, aber hier, da sehe ich so als Betriebswirt doch einiges im Argen liegen und da glaube ich, da kann ich meinen Senf dazugeben. Und wenn ihr das auch so seht, ja, dann schreibt das doch in die Kommentare und teilt das Video und schickt es weiter. Und ja, keine Ahnung, ich sehe da jetzt keine konkreten Maßnahmen, die ich ergreifen könnte, aber
ja, vielleicht hört es ja mal der ein oder andere Entscheidungsträger auch irgendwo in der Politik oder irgendwo weiter. So, lass das mal viral gehen, das wäre ganz cool. Würde mich freuen. Und ja, wenn ich jetzt mich irgendwo völlig verhauen habe oder so, gut, ich hoffe nicht, denn ich habe ein bisschen Zeit in die Recherche gesteckt und bin mit meinen Zahlen auch nicht so mega konkret geworden, dass mir da einer irgendwie sagen kann, hier ist aber was anders, sondern ja, ihr habt es gesehen und ich glaube, ja, wenn ihr mehr davon wollt, ich wäre dankbar für ein bisschen Hinweis von euch, weil dann würde ich so eine Playlist machen, keine Ahnung, der Buchhalter und die Politik oder ich weiß es nicht. Äh, ja, oder ich stampfe das Ganze wieder ein und gehe zurück, ja, an meine Ladesäule. Gut, okay, also auf jeden Fall vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und Likes da lassen und all diese Geschichten teilen und ja, wer es nicht mag, naja, der möge schweigen. Also in diesem Sinne, halt euch liebe Leute und ja, habt ein Auge auf die Stromsteuer. Ich wünsche euch was, euer Buchhalter. Tschüss.